So, nachdem der Anschlag jetzt hier schön gestrichen ist und auch trocken ist, können wir jetzt zum vorletzten Schritt kommen. Und zwar müssen wir jetzt diese Befestigungen machen. Und da habe ich hier schon Gewindestangen auf die richtige Länge zugeschnitten. Und die kommen da jetzt rein. Und was es mit diesen Löchern auf sich hat, mit diesen 13 mm, das zeige ich euch jetzt. Das Ganze ist eine M8er Gewindestange und das ist eine M8er Mutter. Diese M8er Mutter hat einen Durchmesser von 13 mm. Deswegen hier ein 13 mm Loch. Dann kann ich jetzt nämlich hier diese Gewindestange einmal durchstecken. Dann kommt die Mutter drauf. Und ich kann die jetzt hier reinziehen und die ist fest. So, jetzt haben wir hier diese zwei Muttern drinnen. Auf der anderen Seite müssen wir das jetzt auch machen. Da wir aber jetzt hier schon Gewinde drin haben, geht diese Technik jetzt nicht. Und da schlagen wir sie jetzt einfach rein. So, dann habe ich jetzt hier diese Gewindestange schon mal fast durchgedreht und ich habe mir jetzt hier mal Loctite besorgt. Das ist einfach nur, das ist halt ein Kleber, der ist für Schrauben und dann bewegt sich diese Gewindestange hier nie wieder raus. Und da kommt jetzt ein kleiner Tupfen drauf. Und dann drehen wir die Schraube hier einmal, die Gewindestange, einmal raus und wieder rein. Und dann verteilt sich das hier schön. Und jetzt müssen wir schauen, dass diese Gewindestange hier raus, aber sie darf nicht hier drüber schauen. So, das passt ganz gut. Genau, und jetzt lasse ich das einfach trocknen. Gut, in der Zwischenzeit, wo jetzt hier dieser Kleber trocknet, brauchen wir jetzt hier nur hinten nur noch so Griffe, um das Ganze dann auch an der Tischkreissäge, also an dem Parallelanschlag, festzuschrauben. Und ich habe hier eine Kiste mit sämtlichen Ausschnitten vom Kreisschneider, also irgendwelche Kreise. Und hier habe ich zwei Kreise gefunden, die passen von der Größe und die benutze ich jetzt einfach. Vom Kreisschneider ist jetzt hier ein 8 mm Loch drin. Das passt ja sehr gut, weil wir haben eine M8er Gewindestange, die muss hier durch. Jetzt brauchen wir aber noch, damit wir das auch reindrehen, hier auch wieder ein 13 mm Loch, um hier eine Mutter reinzumachen. So, jetzt haben wir hier unsere Löcher drin und damit sich das besser anfassen lässt, runde ich jetzt diese Kanten noch mit dem Abrundfräser ab und das können wir doch jetzt einfach so machen mit der Hand, oder? Ne, das können wir nicht machen, die sind viel zu klein, da sind die Finger danach ab. Deswegen habe ich mir jetzt letztens endlich mal solche Push-Blöcke gebaut. Die sehen so aus. Die haben unten ein Gumminetz dran, damit man einfach, wenn man so ein Teil hat, kann man das hier lang schieben und das rutscht auch nicht. Deswegen das Gummi. Außerdem haben wir hier einen Griff. Und der Griff, wie ihr den seht, der ist leicht schräg. Der ist nicht gerade, sondern leicht schräg habe ich den dran gemacht. Das ist einfach der Grund, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Linealanschlag, mit dem Parallelanschlag arbeitet, dass man, wenn man jetzt hier ein Werkstück zum Beispiel an der Oberfräse langführt, geht aber auch am Hobel oder an der Tischkreissäge, wenn man was schneidet auch, dass man einfach dieses Werkstück nach vorne schiebt und gleichzeitig dran drückt. Wäre das nicht so, dann würde man die Hand verkrampfen und das macht dann auch keinen Spaß zum Arbeiten. Deswegen so. Und jetzt können wir es damit ganz einfach fräsen. So, das hat wunderbar geklappt mit diesem Schiebestock-Pushblock, wie man es auch immer nennt. Meine Finger sind noch dran und die Kanten sind schön rund, kann man gut anfassen. Und jetzt kommt hier auch diese Mutter rein, das geht auch ganz einfach. Ich benutze jetzt hier wieder so ein
ja, so ein Holz, damit man einfach die Oberfläche nicht kaputt geht. Dann kommen hier meine Unterlegscheiben drauf. Dann kommt das Hilfholz, dann kommt der Griff, dann die Mutter drauf. So, und jetzt einfach wieder hier reinziehen. So, jetzt ist er fast fertig. Ihr seht jetzt hier oben, hier sind diese Griffe dran. Das sind hier 6 mm Dübel, die habe ich hier noch eingeleimt, damit ich die Griffe hier aufbewahren kann. Denn ich kann hier, wenn ich jetzt hier an der Tischkreissäge was säge, das werdet ihr später noch sehen, muss der Parallelanschlag ab. Und damit einfach diese Griffe aufbewahrt sind, hier oben noch Dübel rein. Genau. Und jetzt können wir den schon mal dran stecken. Und das geht halt super schnell. Einfach hier durch, die Griffe abnehmen und hier einmal dran schrauben. Und jetzt seht ihr schon, wenn der Anschlag montiert ist, kann ich die Tischkreissäge jetzt nicht mehr benutzen, weil halt hier diese Griffe stören. Deswegen einfach dann abschrauben, das geht ja ganz schnell. Deswegen sind halt hier oben dann diese Dübel drin, damit ich die aufbewahren kann und dann kann ich den wegräumen. So, jetzt kommen wir noch zum letzten, und zwar möchte ich das hier vorne nicht so lassen. Kann man so lassen. Ich habe es jetzt aber auch nicht gestrichen deswegen, weil ich hier vorne noch ein Brett dran haben möchte. Einmal dazu, dass es halt dann schöner aussieht, und zeige ich euch gleich, dann rutscht das Holz auch besser. Dazu habe ich jetzt hier Siebdruck. Siebdruck deswegen, sieht einfach schön aus. Könnt auch alles andere benutzen. Ihr könnt auch nochmal MDF drauf machen, Multiplex, ist egal. Siebdruck ist halt hier eine raue Oberfläche und eine glatte. Die glatte natürlich vorne, und dann rutscht das ganze Holz auch nochmal besser. Und die müssen wir jetzt einfach nur noch dran schrauben. So, einmal das Ganze hier ausrichten und mit einer Schraubzwinge hier einfach mal fixieren. Und dann die Schrauben rein. Schauen, dass die nicht überstehen. So, jetzt möchte ich noch schauen, ob das Brett auch gerade ist. Bei mir macht es nämlich einen leichten Bauch. Deswegen nehme ich mir jetzt hier eine Wasserwaage, wo ich mir sicher bin, dass die hier eine gerade Kante hat. Ihr könnt ja auch alles andere benutzen. Legt die hier dran. Und jetzt gibt es solche, ich glaube, die heißen Fühlerlehren. Ich habe die euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Die haben so ganz viele Blätter in ganz verschiedenen Durchmessern. Stärken von 0,05 bis 1 mm. Und da benutze ich jetzt einfach das niedrigste, was es gibt, 0,05. Ich nehme jetzt doch erstmal ein Zehntel. Und jetzt gehe ich einfach hier lang und schaue, wo ich hier durchkomme. Und ich sehe, ich komme überall durch. Das heißt, das Brett ist überhaupt nicht gerade. Aber das versuche ich jetzt einfach mal zu unterlegen. So, dann lösen wir die Schrauben jetzt hier erstmal ein bisschen. Ich habe jetzt hier Papier zugeschnitten. Und das klemme ich jetzt einfach, also auf die Stärke, die ich da vorne gemessen habe. Die klemme ich jetzt einfach da hinten rein. Jetzt ist das Papier drin und jetzt schraube ich die wieder fest. So, ihr seht, ich habe jetzt hier 0,15 mm und es ist schon viel besser als am Anfang. Hier komme ich fast gar nicht mehr durch. Hier hinten halt ein bisschen, aber damit kann ich leben. Hier ist er jetzt, der fertige Fräsanschlag. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den benutzt und warum der so cool ist. Also, ihr habt den jetzt, der ist jetzt abgebaut. Und jetzt geht es ganz schnell, einfach hier dran, durch, die Griffe nehmen und festschrauben. Dass der sitzt, und jetzt ist er fest. Dann haben wir hier das HT-Rohr zum Absaugen. Da kommt jetzt einfach dann mein Schlauch rein. So, jetzt kommen wir schon mal zum ersten, was cool ist. Wir haben hier einen Abrundfräser. Und da bräuchte ich ja diesen Fräsanschlag nicht, weil ich habe hier ein Kugellager, das führe ich so lang. Das heißt, hier muss ich gar nichts lang führen. Jetzt ist aber so, auch beim
Abrundfräse entstehen Späne. Damit die nicht in der ganzen Werkstatt rumfliegen, kann ich die auch absaugen. Deswegen kann ich jetzt diesen Fräsanschlag hier einfach nehmen, so dran schieben, festmachen und kann ja hier langfahren und gleichzeitig absaugen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ihr habt gesehen, ein Großteil der Späne wurde abgesaugt und jetzt zeige ich es euch noch einmal ohne Absaugung. So sieht das Ganze dann ohne Absaugung aus, also man merkt schon, Absaugung bringt was. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich mir den auch hauptsächlich gebaut habe. Und zwar ist es jetzt nicht nur cool abzusaugen, wenn wir mit dem Abrundfräser arbeiten, sondern der Ganze ist auch dazu da, um Falze zu fräsen. Falze ist, also ein Falz ist sowas, wenn diese Fräsung bis zum Rand vom Holz geht. Eine Nut geht ja mitten durch und ein Falz wäre am Rand. So, jetzt ist es so, ihr müsst euch das Loch jetzt mal wegdenken. Wenn ich das Ganze jetzt hier lang fahre, dann seht ihr, wir kriegen keinen Falz hin. Warum kriegen wir keinen Falz? Weil, wenn wir den ja hier ranschieben, ihr müsst euch wie gesagt hier mal eine Platte davor denken. Also einfach, dass das Loch zu ist. Weiter geht's ja nicht. Hätten wir jetzt das Ganze nicht, sondern nur diesen Anschlag, diesen Aluminium, würden wir ins Aluminium reinfräsen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen gibt es halt hier einen Ausschnitt. Und dann kann ich nämlich diesen Fräsanschlag über dem Nutfräser platzieren, festmachen und kann hier meinen Falz fräsen. Und dann ist der halt cool, um abzusaugen, weil beim Falzfräsen entstehen ganz viele Späne. Und das probieren wir jetzt auch mal aus. So, ihr seht jetzt, hier haben wir jetzt unseren Falz drinnen und alles wurde abgesaugt. Das heißt, die Werkstatt ist in Zukunft jetzt sauberer. Ich zeige euch das jetzt noch einmal ohne Absaugung. Auch hier haben wir jetzt wieder einen guten Falz drinnen, aber die Späne sind halt überall. Und zwar haben die sich jetzt einmal hier drinnen gesammelt und hier ist alles voll, weil das von oben durchgefallen ist. Also, der Fräsanschlag hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, den zu bauen. Abmachen ist ja auch ganz einfach. Griffe abdrehen, hier oben drauf, dann rausziehen und dann kann ich den woanders einfach lagern. Ich möchte mir an der Wand dann noch einen Halter bauen dafür, dann kann ich den da dranhängen und kann den Anschlag wieder für die Tischkreissäge benutzen. Und ihr habt gesehen, sowas zu bauen ist echt nicht schwer. Das sind einfach nur ein paar Bretter zusammenkleben. Braucht halt ein bisschen seine Zeit, aber danach hat man halt was Cooles. Und man findet auf YouTube ja ganz viele verschiedene Fräsanschläge. Und ich muss aber sagen, mir hat der vom Design am besten gefallen und auch von der Absaugung, weil viele haben dann die Absaugung hier oben raus. Aber mein Schlauch, der wird irgendwann mal dann dahinter sein, dass ich das alles hier kompakt habe. Mir hat das Projekt ja wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt glücklich, dass ich den jetzt endlich habe und der wird jetzt einen Dauereinsatz benutzt. Wenn euch das ganze Video, das ganze Projekt oder generell gefällt, was ich mache, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder die das noch nicht gemacht haben, auch gerne mal ein Abo. Und das Video ist jetzt hier wieder zu Ende, deswegen sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Euer Tierenbastler. Ciao.